Dieses Brot habe ich komplett aus Dinkel-Vollkornmehl gebacken. Falls ihr euch wundert, warum eure Dinkelbrote nicht so schön aussehen, dann schaut euch das Video bis zum Ende an. Ich verrate euch einen kleinen Trick, der wirklich eine große Wirkung hat. Hier habe ich 450 Milliliter warmes Wasser abgewogen und hier habe ich 6 Gramm Trockenhefe. Die kippe ich da rein und verrühre das direkt. Und erstmal zur Seite stellen. Ich mische jetzt alle trockenen Zutaten. Hier habe ich 500 Gramm Dinkel-Vollkornmehl. Das habe ich gerade selber gemahlen. Darauf kommen 1 bis 1,5 Teelöffel Salz, je nach Geschmack. Ich habe hier knapp 1,5 Teelöffel. Und jetzt die wichtigste Zutat. Wir brauchen Ascorbinsäure, Vitamin C. Davon nehme ich so einen kleinen Löffel. Das entspricht ungefähr einer Messerspitze. Das Vitamin C Pulver hilft eurem Dinkelteig besser aufzugehen. Das verrühre ich jetzt erstmal. Meine Hefe geht langsam auf. Wundert euch aber nicht, wenn das bei eurer Hefe nicht der Fall ist. Das ist tatsächlich abhängig vom Hersteller. Ich rühre das jetzt noch einmal durch und dann kippe ich das auf mein Mehl. Und darauf gebe ich jetzt noch einen Esslöffel Apfelessig. Und das Ganze einfach mit einem Löffel vermischen. Dinkel ist etwas empfindlicher als Weizen, deshalb solltet ihr den Teig nicht zu lange kneten oder durchrühren. Ich decke den Teig jetzt ab und stelle das an einen warmen Ort, bis sich der Teig etwa verdoppelt hat. Mein Backofen hat eine Gärfunktion, da braucht der Teig etwa eine Dreiviertelstunde, bis er richtig aufgegangen ist. Wenn euer Backofen keine Gärfunktion hat, könnt ihr euren Teig auch bei 30, maximal 40 Grad in den Ofen stellen. Ihr müsst dann nur aufpassen, dass euer Teig nicht wieder einfällt. Mein Teig ist schön aufgegangen, so sieht er jetzt nach 45 Minuten aus. Ich falte den Teig einmal ringsum. Ich habe meinen Backofen jetzt vorgeheizt auf 250 Grad zusammen mit dem Topf. Ich streue hier ein bisschen Mehl auf den Topfboden und fülle den Teig jetzt in den Topf. Achtung, der Topf ist richtig heiß. Jetzt kommt noch ein bisschen Mehl oben drauf. Sofort wieder der Deckel drauf und ab in den Ofen. Ich backe das Brot jetzt erstmal für 35 Minuten mit dem Deckel auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Die 35 Minuten sind rum. Ich öffne jetzt die Backofentür, entferne den Deckel und backe das Brot für 20 Minuten ohne Deckel zu Ende. So, das Brot ist fertig. Ich hole das jetzt raus. Wenn ihr wirklich sicher sein wollt, ob euer Brot durch ist, dann nehmt ihr so ein Thermometer, stecht oben rein und wenn die Temperatur zwischen 95 und 100 Grad beträgt, dann ist das Brot durch.
Mein Brot hat jetzt 97 Grad, das ist jetzt aber auch schon 5 Minuten draußen. Ja, mein Brot ist auf jeden Fall durch. Ich lasse das Brot jetzt draußen auskühlen. Dafür decke ich das ab und wir schneiden das gleich zusammen an. Schaut mal, wie schön das Brot geworden ist. Wow, ist das luftig. Schaut mal, wie toll das aussieht von innen. Wenn das mal nicht schön aufgegangen ist. Man sieht, dass das Brot richtig schön luftig ist und nicht so schwer und kompakt, wie das sonst oft bei Dinkel der Fall ist. Sondern das ist ja richtig saftig und richtig schön weich. Wow, das sieht echt richtig klasse aus. Schaut euch das mal an. Wie toll die Struktur ist, wie toll das Brot aufgegangen ist. Und das ist wirklich ein reines Dinkel-Vollkornbrot. Denkt dran, nur ein kleines bisschen Ascorbinsäure, ein bisschen Essig und dann gehen eure Brote auch richtig schön auf. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachbacken. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann drückt auf den Button. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Ihr habt gesehen, wie es geht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da.